Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht es ganz gut. Heute sprechen wir über das Thema, ob denn Ottmar Schork noch weiter bleibt. Lasst dafür gerne ein Like und ein Abo da. Natürlich könnt ihr auch ab 99 Cent Mitglied werden, würde mich auch sehr unterstützen. Dankeschön an jeden, der das macht. Damit starten wir rein. Der Erfolg des 1. FC Magdeburg ist eng mit der Arbeit von Ottmar Schork verbunden. Nun äußerte sich der Geschäftsführer Sport zu seinen eigenen Zukunftsplänen. Was er sagte, freut mich unglaublich und damit wisst ihr wahrscheinlich schon, was er gesagt hat, wenn man das nicht sogar mitbekommen hat in der letzten Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Düsseldorf, natürlich. Er sagte so einiges, aber das machen wir erst später. Seit mehr als 4 Jahren leitet Ottmar Schork die sportlichen Geschicke des 1. FC Magdeburgs und durchaus erfolgreich. Mehr als 40 Spieler lockte der 67-Jährige zunächst als Sportdirektor und inzwischen als Geschäftsführer Sport an die Elbe. Nicht selten gelangen ihm Glücksgriffe bei vereinslosen Spielern oder in unteren Ligen. Daniel El-Fadli, Moritz Bruni-Quateng oder Amara Condé entwickelt der FCM zu Leistungsträgern, die durch Verkäufe mehrere Millionen Euro in die Kassen spülten. Schork ist jedoch inzwischen seit 40 Jahren als Funktionär im Profifußball tätig. Wie lange wird dem FCM sein Strippenzieher, der mittlerweile das Rentenalter erreicht hat, noch erhalten bleiben? Das ist die große Frage, die man sich stellen muss und auch eine sehr, sehr wichtige Frage, die man sich stellen muss. Denn man plant natürlich langfristig in Magdeburg auch mit Tietz, der sehr wahrscheinlich bis mindestens 2026 gebunden sein soll und nur mit einem Geldbetrag gehen könnte. Ja, Ottmar Schork wird sehr wahrscheinlich nicht mehr den Verein wechseln, sondern als nächstes in Rente gehen. Er wird auch sehr, sehr wahrscheinlich nicht gefeuert werden, was sich ja von selbst erklärt. Warum? Ich persönlich habe Angst vor dem Tag, dass Ottmar Schork geht oder ein Christian Tietz. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass er bleibt. Das hat die Pressekonferenz uns auch natürlich dementsprechend gesagt, welcher Fall eintreffen wird. Jedoch denke ich, länger als 5 Jahre werden es definitiv nicht mehr mit Ottmar Schork an unserer Seite leider werden. Wäre vielleicht nochmal 10 Jahre jünger, wäre das schon ein Traum gewesen. Laut dem Portal transfermarkt.de laufen Schorks Arbeitspapiere im Juni 2025 aus. Ob diese Angaben stimmen, ist aber nicht sicher. Schließlich macht der FCM zu Vertragslängen keine Angaben. Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch gab Schork auf Nachfrage zwar keine Einblicke in seine Vertragslaufzeit, zeigte sich jedoch optimistisch zu seiner Zukunft in Magdeburg. Es spricht nichts dagegen, weiterzumachen. Er fühlte sich noch fit und agil und lobte vor allem die Ruhe, wie wir hier arbeiten konnten. Wie lange Schork und der FCM den gemeinsamen Weg noch gehen werden, ließ er unbeantwortet. Er betonte jedoch, wenn ich sage, dass wir weitermachen, ist das eine klare Aussage. Und vor allem eine Aussage, die den FCM-Fans mehr als nur gefallen wird. Denn diese Aussage verspricht vieles. Eine große Zukunft und vor allem Erfolg, die er bis hierhin sehr, sehr stark geprägt hat. Er ist der Grund, warum der FCM nicht abgestiegen ist. Und auch der Grund, warum wir jetzt in der 2. Liga oben stehen. Mit Christian Tietz ein unglaubliches Team, welches er immer geprägt hat. Er bekommt das Vertrauen in Magdeburg. Das ist das Wichtigste. Man ist zwar schon in mehreren Paniksituationen gewesen, wo viele Vereine gesagt hätten, jetzt feuern wir den Trainer. Er blieb ruhig und wusste ganz genau, es wird aufgehen. Seine Rechnung wird aufgehen. Das hat funktioniert. Perfekt. Bis hierhin. Der Weg, es geht steil nach oben für den FCM. So soll es weitergehen. Und vor allem sehen wir das gerne unter Ottmar Schork und natürlich Christian Tietz als fehlendes Puzzlestück.
Zudem macht er auch noch finanziell gute Arbeit. Dass Schalke auch in der kommenden Saison Hauptverantwortlicher für Neuzugänge, Abgänge und Vertragsverhandlungen sein wird, scheint aktuell extremst wahrscheinlich. Und das ist die wichtigste Aussage dieses Tages, denn das freut mich unglaublich. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, dieses Team, es ist unglaublich zwischen den Beinen. Der Verein macht alles richtig, die beiden machen aktuell sehr viel richtig. Du kannst natürlich nie alles richtig machen, aber die sind auf jeden Fall sehr nah dran. Schreibt eure Meinung, so wie immer, gerne in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagt, zu der aktuellen Lage, auch ob Ottmar Schalke verlängern soll oder nicht und gerne mit Grund. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich sehr unterstützen und hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas um den 1. FC Magdeburg.